Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Hier geht es wieder mal um FreeCAD. Und zwar, ich möchte zeigen, wie man Zubehör für ein Smartphone konstruiert. Und um Zubehör dafür zu konstruieren, macht man Folgendes oder mache ich Folgendes. Ich konstruiere erstmal überhaupt ein Smartphone nach meinem ich habe das Smartphone hier liegen und das wird konstruiert und dann kann man das als Maßgabe nehmen, um dafür Zubehör zu machen, die man da dran klemmen kann oder wie auch immer. Und da wollte ich euch zeigen, wie man sowas macht. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. So, danke dann fürs Zuschalten und dann legen wir ganz einfach mal los mit der Konstruktion des Smartphones und später dann ein Zubehörteil als Beispiel. So, das Ganze, wie gesagt, machen wir in FreeCAD und da legen wir erstmal eine neue Datei an und da wird ein neuer Körper drin gemacht. Ich wechsle hier immer erstmal auf diese Ansicht hier, da hat man hier diese Baumansicht, also einen neuen Körper und den nennen wir jetzt einfach mal Smartphone. PH. Sollte man auch richtig schreiben. So, ich habe mal oben wieder die Tastenkommandos an, damit ihr seht, was ich tippe. So, ab jetzt welche Tastenbefehle ich benutze und ihr seht eben auch, welche Maustasten ich drücke. So, also legen wir los. Da machen wir erstmal eine Zeichnung rein und die wird auf die XY-Ebene gelegt und das wird jetzt die Außenkontur des Smartphones. Das heißt, erstmal wird das ein Rechteck und das Rechteck diese Smartphones, die haben immer so abgerundete Ecken. Deswegen geht man einfach hierher mit dieser Funktion hier und klickt hier die Ecken an. Und dann werden das so runde, so Abrundungen. So, jetzt weiß man ja schon, dass diese Ecken alle gleich sind. Also wählt man erstmal diese Rundung aus und drückt entweder die Taste E für Equal oder man klickt hier auf dieses Gleichheitszeichen hier und dann sind die alle gleich. So, die müssen wir gleich ausmessen, aber erstmal brauchen wir die Maße des Smartphones überhaupt und das Smartphone, das soll ja symmetrisch sein zu diesem Mittelpunkt hier. Deswegen klicke ich einmal diesen Punkt an und dann den Mittelpunkt und drücke einfach die Taste S oder wähle hier diese Funktion aus für die Symmetrie und dann kann ich jetzt hier das ziehen und da sieht man, das wandert wunderbar mit, so dass das jetzt hier so in alle Richtungen größer wird. Das ist so. Allerdings ist das, wenn ich da jetzt Maße eintippe, nicht mehr so. Das werden wir jetzt sehen. Also das Smartphone, das hat eine Breite und zwar ist das 76,5 mm breit. Also bemaßen wir einfach von hier nach da. Und dann nehmen wir diese Funktion hier oder wir können auch waagerecht nehmen und dann tippen wir hier einfach ein 76,5 mm und dann bemaßen wir das Smartphone noch einmal von da nach da und das Maß, das sind 158 mm. Ich weiß jetzt nicht, warum er das nicht macht. Schauen wir uns das nochmal an. Ich glaube, ich habe die falsche Funktion gewählt. Das wird natürlich senkrecht bemaßt und 158 mm. Das mag er nicht. Dann nehmen wir hier einmal dieses Maß. Wo haben wir denn da den Hasenfuß drin? Wahrscheinlich ist das dieses Maß hier des Radius falsch. In diesem Falle, jetzt habe ich den Radius ein bisschen kleiner gemacht, jetzt werden wir das hier auch bemaßen können und zwar senkrecht 158 mm. So, jetzt hat das auch geklappt und
das Maß dieses Radius hier, da geht man dann her mit der, ich habe so ein Dings hier, wie heißt es, so ein Messschieber, und dann schaut man, was könnte das denn für ein Maß sein, und ich komme da immer auf ein Maß von 7 mm. Es kann aber auch sein, dass es 8 mm sind. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, eher 8. Also bemaße ich jetzt einen dieser Radien hier mit dieser Funktion hier. Die Funktion, hier kann man auswählen, was man haben möchte. Möchte ich einen Radius bemaßen, möchte ich einen Durchmesser bemaßen oder möchte ich automatisch Radius oder Durchmesser bemaßen. Automatisch bedeutet, ist ein Kreis nicht komplett, wird ein Radius bemaßt, ist der Kreis komplett, wird der Durchmesser bemaßt. Hier wird dann der Radius bemaßt, und deswegen kann ich die Funktion hier auch wunderbar nutzen, und dann tippen wir einfach ein 8 mm. So, und dann haben wir die Kontur, die Außenkontur des Smartphones schon festgelegt. So, dann können wir das Ganze schließen und dann können wir schon anfangen, das aufzupolstern. Das Smartphone, das hat eine Dicke insgesamt von ca. 9,7 mm. Ne, ist es gar nicht. Gucken wir mal. So dick ist das gar nicht. 8,4 haben wir da, und am oberen Rand da haben wir 8,8. Also 9 mm ist das ungefähr. Wir machen es ruhig ein bisschen dicker, also Sketch machen wir hier eine Aufpolsterung von 9 mm. So, das ist jetzt das Smartphone, und dann wird hier, das wird ja noch hier unten abgerundet, und da kann ich jetzt einfach das hier anwählen, und dann mache ich hier eine Abrundung mit dieser Funktion, und zwar von 8 mm. Und dann ist das ungefähr das, wie das unten aussieht, das Smartphone. So, jetzt hat das Smartphone hier oben noch eine Scheibe drin. Die Scheibe ist immer von den Rändern hier 0,8 mm. Ich gucke das aber nochmal nach. Ja, ist ein bisschen mehr. 1,2 mm ist das, ringsrum ist die Scheibe nach innen versetzt. Also müssen wir hier eine neue Zeichnung drauf konstruieren. Wir wählen also einfach hier jetzt das aus und machen eine neue Zeichnung. Und das gibt jetzt wieder ein Rechteck. So, das Rechteck, die Scheibe hat auch abgerundete Ecken. Also an diesen Ecken hier. Und dann wird das auch, die werden auch alle gleich. Also 1, 2, 3, 4, Taste E drücken. Dann sind die alle gleich. Dann können wir die noch symmetrisch machen. Einmal, zweimal, dreimal und symmetrisch. So, jetzt kann man das hier so nach oben ziehen und kann jetzt das Maß festlegen. Jetzt können wir erstmal sagen, was für ein Maß kriegt denn dieser Radius hier? Wie gesagt, wir gehen ja 1,2 mm nach innen. Die Abrundung hier ist 8 mm, also ist das da 6,8 mm. Also machen wir hier einen Radius hin von 6,8 mm. Und dann können wir jetzt noch das Maß hier festlegen. Das Maß, das sind die 76,5. Da wähle ich jetzt hier diesen Punkt aus hier. Ich sage da immer f von x steht da. Irgend sowas Ähnliches wird es auch sein. Das heißt, wir haben dort die 76,5 und dann haben wir die 1,2 mm mal 2, also 2,4 mm. So, das war Nummer 1 und dann wählen wir noch das Maß hier aus und da machen wir es so und dann wird das Maß die 158 minus die
2,4 mm. Und dann haben wir unsere Scheibe darauf konstruiert. Die Scheibe, die kann man jetzt einfach aufpolstern. Und dann geht man auch wieder mit der Schieblehre her und guckt nach, wie dick ist denn die Scheibe. Also die Scheibe ist 1,5 mm bei mir dick, also machen wir auch eine Aufpolsterung von 1,5 mm. So, dann haben wir das Smartphone soweit fertig, aber das hat natürlich nicht nur diesen Body und dieses Glas. Wir können jetzt alles reinkonstruieren, was wir benötigen, wenn wir Zubehör konstruieren, damit wir wissen, wo wir darauf achten müssen, wo vielleicht ein Loch bleiben muss, damit eine Kamera was anzeigen kann, wo es offen bleiben muss, damit man zum Beispiel laden kann. Das heißt, wenn ich das Smartphone hier habe, mein Smartphone hat hier unten den Ladestecker und dann hat an der linken und der rechten Seite Öffnung für den Lautsprecher. Dann fangen wir doch damit an. Das soll hier unten rein konstruiert werden. Das mache ich jetzt folgendermaßen, indem ich hier die Achsen- und Koordinatensysteme anzeigen lasse. Da klicke ich einmal mit der Leertaste hier auf dieses graue Origin-Symbol. Dann werden die alle dargestellt. Jetzt können wir hier in die Mitte klicken, ist alles deselektiert. Dann können wir diese XZ-Plane anwählen und einfach dann hier auf dieses Symbol klicken, Bezugsebene erstellen, auch Datum Plane genannt, so heißt es im Englischen. Und dann ist diese Datum Plane dort drin. Die können wir jetzt verschieben. Und zwar, dann geht man hier, in welche Richtung wird das verschoben? Wir schieben das, dann sind wir in positive Richtung, geht nach unten, okay. Können wir so nehmen, dann wählen wir hier jetzt aus, was für ein Maß, das ist die 158 mm geteilt durch 2. So, dann haben wir da die Datum Plane und da können wir jetzt unsere Löcher für das Smartphone konstruieren. Einmal OK klicken, die Datum Plane muss man nicht anzeigen, die kann man hier auswählen. Die heißt ja auch Datum Plane, deswegen ist es auch sinnvoll, da von Datum Plane und nicht von Bezugsebene zu sprechen, weil die hier mit dem Namen auch angezeigt wird. So, dann machen wir die Origin hier wieder drauf, einmal Leertaste, dann ist das unsichtbar und dann können wir die selektieren, einfach Zeichnungssymbol, Skizze erstellen und dann können wir jetzt hier das Loch oder die Löcher konstruieren. Also wir haben hier einmal Loch, dass das jetzt so eine schräge Form von so einem Micro-USB-Stecker hat, das ist mir jetzt relativ egal. Das heißt, ich mache da einfach ein Rechteck und dann haben wir eine Anzahl von Löchern. Ich weiß nicht genau, zählen wir mal gerade, was ist das? 1, 2, 3, 4, 6 Stück auf jeder Seite. Drei, 4, 5 und 6. So, dann zeichnen wir erstmal eine Linie hier ein. Die lassen wir hier so durchlaufen und selektieren die, klicken hier auf dieses Symbol und dann wird die blau und dann ist das eine Konstruktionsebene und auf die können wir jetzt einfach diese ganzen Kreise hier legen. Mal gucken, ob das klappt, wenn man mehrere selektiert. Ne, das klappt nämlich nicht. Oh, jetzt vielleicht? Doch, das klappt super. Also, dann selektieren wir die jetzt alle Kreise, also die Mittelpunkte der Kreise, dann zuletzt die Linie und dann einmal dieses Symbol hier klicken oder Taste O und da hat er irgendwo Tangential benutzt und das will ich gar nicht haben, also selektieren wir das Tangential hier und dann kommt das weg. So, jetzt machen wir die
Kreise alle gleich. Das heißt, alle Kreise selektieren. Taste E drücken. Jetzt sind die alle gleich. Und dann können wir jetzt die jeweils symmetrisch machen, also die beiden zu dieser Achse. Taste S. Das hat aber den hier genommen. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, man kann jetzt hier aber auch mehrere selektieren und die so nach außen liegen. Hier, das geht nicht. Ich dachte, das ginge. Machen wir es mal so. So kann man die so bewegen. Ne, das geht nicht. Oh, interessant zu wissen. Ich lege die jetzt erstmal alle hier so schön nach außen. Den auch. Und das ist der, den wir jetzt verbunden haben. So, da müssen wir jetzt festlegen, auf welche Höhe kommen denn diese Kreise überhaupt. Die Kreise sind von der Oberkante. Und nehmen wir von der, die Oberkante ist schon ganz gut. Da sind die gerade mal 2,3, 2,5 mm. Das heißt, wir haben diese Linie hier. Da mache ich jetzt noch eine zweite Konstruktionslinie rein. Die kommt dahin. Die machen wir auch blau. Die kriegt den Abstand von, da habe ich 9 mm genommen. Das heißt, da tippen wir ein 9 und dann kriegt das hier einen Abstand von 2,5 mm. So, da kommen diese Löcher hin. Ich gucke mir das mal auf meinem Smartphone an. Ja, die sind relativ weit oben. Und die Durchmesser dieser Löcher, die sind winzig. Das kann ich jetzt nur so. (1,7 mm). Ich denke mal, dass sie 2 mm sind. Also machen wir einen Durchmesser von 2. So, dann kann man anfangen, die zu setzen. Die ersten haben einen Abstand zueinander von ungefähr 25 mm. Das heißt, ich bemaße einfach von hier nach da 25 mm. Und dann machen wir die anderen jetzt auch noch symmetrisch. Die beiden dazu symmetrisch. Die da hinschieben und die beiden symmetrisch. Die beiden symmetrisch. Die beiden dazu symmetrisch. So, der ist hier nicht drauf. Das war der tangential war. Deswegen einmal den, einmal D, Taste O. Dann ist der drauf. Und dann können wir die beiden hier auch noch symmetrisch machen. So, jetzt kann ich einfach hier auf der Seite die Abstände eintragen. Auf der anderen Seite wird es automatisch mitgeführt. Das heißt, der Abstand von so einem Punkt, von so 2 Punkten, der ist 1,5 mm. Und kann das sein? Eigentlich nicht, ne? Mm, wenn die einen Durchmesser von 2 haben, kann es eigentlich nicht stimmen. Da müssen wir uns gleich mal anschauen. Also wie gesagt, ich mache das jetzt hier, das Maß hier
Weil wenn ich das 2 mm mache, dann hängen die zusammen. Das ist nicht in Ordnung. Das heißt, das Maß hier, das ist kleiner. Und da haben wir, wie gesagt, jetzt immer einen Abstand von 2 mm. Wir können aber auch die Anzahl nehmen. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und die 6 Stück haben einen Abstand von 12 mm. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Also 12 durch 5. Dann können wir hier eintragen. 12 durch 5. 2,4 mm ist der Abstand. Okay. Dann machen wir den auch so. Da auch. Was können wir da nehmen? Taste. Ne, da gibt es keine Taste für 2,4 mm. Da bitte auch. 2,4 und dann haben wir noch den hier von da nach da und bemaßt 2,4 mm. So, dann haben wir die hier drin und jetzt kann man hier das Maß hier wieder ein bisschen höher machen. 1,5 mm. Machen wir 1,8. So, dann geht es jetzt um die Konstruktion dieses Ladesteckers. Und zwar, wenn es wichtig ist, wie rum das Kabel da rein muss, dann machen wir doch hier noch eine Unterscheidung. Das heißt, der Ladestecker, der ist so 8 mm ungefähr breit. Der ist erst einmal symmetrisch dazu. Das heißt, die beiden Punkte sind symmetrisch hierzu. Und das Maß hier, das sind 8 mm. So, dann kriegt er hier unten so eine Abschrägung. Da zeichnen wir jetzt zwei Linien ein. Einmal so, einmal so. Und dann können wir hier einfach die jetzt wegzaubern mit dieser Funktion, die nennt sich Kante zuschneiden. Und dann kann man das die wegmachen. So, die sind auch symmetrisch hier. Die sind horizontal verbunden und jetzt kriegt der Stecker noch eine Höhe, die Buchse, und zwar der ist 3 mm ist das. Das heißt, das Maß von da nach da, das sind 3 mm. Und kann man das im Prinzip so lassen. Jetzt müssen wir hier noch das Maß hier haben. Das heißt, der zu dem Punkt, da wählen wir jetzt einfach was 1,2 mm und das Maß hier machen wir 5. Und jetzt braucht man nur noch das Maß, wo der Stecker oben abschließt. Das heißt, ich nehme wieder meinen Messschieber, 2,4 mm von oben. Das ist dieses Maß hier. Also wir machen da nach da ein Maß von 2,5 mm. Und da kommt der Stecker hin. Gucke ich mir mal an. Ja, das kommt auch ziemlich gut hin, dass das genau hier auf der Linie ist. So, dann können wir das hier schließen und dann können wir die da rein zimmern, reinfräsen.
Das heißt, einfach hier mit dem auf das Symbol Tasche klicken und das geht jetzt 5 mm da rein. Das geht ja nur um die visuelle Sache, damit ich, wenn ich was konstruiere, sehe, wo es ist. Also können wir es ruhig so lassen. Einmal OK, haben wir die ersten Löcher rein konstruiert. Dann drehe ich das Smartphone um. Und zwar hier oben, da kommen auch Öffnungen dran. Und dann machen wir es genauso mit der Datum Plane. Das heißt, wir machen wieder, ich kann auch diese Datum Plane hier jetzt anwählen und sagen, ich möchte eine neue wählen. Ich gucke mal gerade nach, ob das wirklich geht. Nee, das geht nämlich nicht, weil dann nimmt er dieselbe, er macht keine Kopie davon. Wir können aber eine Kopie von dieser Datum Plane machen. STRG C. Einmal hier die XY-Plane deaktivieren, dann ist nur noch die Datum Plane aktiv. OK drücken, STRG V. Da haben wir die Kopie der Datum Plane, die schieben wir jetzt in das Smartphone rein. Und dann ist die genau da, das ist falsch. Und da müssen wir jetzt was dran ändern, also Doppelklick. Einmal, die sollen ja hier auf die andere Seite. Und das machen wir aber so, in X-Richtung, das bleibt natürlich auf 0. Die Datum Planes, die haben hier unten einen Punkt, Seitenspiegeln, und das ist jetzt ganz wichtig. Ich möchte die Datum Plane hier so haben, dass wenn ich da eine Zeichnung drauf mache, dass ich dann hier von oben drauf gucke. Also deshalb wählt man hier Seitenspiegeln aus. Die 79 lassen wir genau stehen. Und ich drücke jetzt einfach OK. Wenn ich die jetzt darstellen lasse, dann ist die da. Wunder, oh Wunder. Das liegt daran, dass ich die gespiegelt habe. Dann läuft die Z-Richtung in die andere Richtung. Die Datum Plane, die können wir jetzt wieder nehmen, unsichtbar machen und da eine neue Zeichnung drauf konstruieren. Und da kommen jetzt die Öffnungen des Smartphones oben, werden dort ausgeführt. Da haben wir zwei große Öffnungen, eine Mini-Öffnung, ich weiß jetzt, ob das ein Reset-Knopf oder was auch immer ist, den brauchen wir nicht, den Reset-Knopf, aber wir brauchen die zwei Öffnungen, und zwar, da haben wir einmal hier einen Kreis, der ist ziemlich klein, das ist nur eine LED, und hier haben wir einen Kreis, da kommt der Kopfhörerstecker rein. Und jetzt muss man schauen, wie groß sind die Öffnungen. Also der Kopfhörerstecker, den machen wir 4 mm. Das ist ein 3,5er Klinkenstecker, also im Prinzip können wir ja auch sagen 3,6 mm ist das Loch, oder wir machen es lieber der Sicherheit halber 4. Und die kleine LED, die ist so 2 mm. Das heißt, die auch selektieren, Maß 2 mm. So, und jetzt müssen wir die Höhe haben, von oben gemessen. Das heißt, ich mache hier wieder so eine Linie rein. Die machen wir schön blau. Blau wird sie da, und die kriegt den Abstand hier zu dieser Linie von 9 mm, nicht 0,9, von 9 mm. Und dann können wir jetzt erstmal die Höhen der Mittelpunkte definieren. Ich nehme mir wieder meinen Messeisen hier. Also die kleine LED, die kommt 2,5 mm nach unten. Das heißt, die kann man jetzt einfach hier zu dem Abstand 2,5 mm. Und der Kopfhörer, das hat gerade bestimmten Ton gegeben, der Kopfhörerstecker. Bisschen mehr noch, also 3,5 mm. Also Mittelpunkt zu dem kriegt einen Abstand von 3,5 mm.
So, dann haben wir die bemaßt. Jetzt müssen die noch in der X-Richtung eingerichtet werden. Da mache ich jetzt einfach die Maße zur Außenkante. Das heißt, nehmen wir da mein Messeisen hier. Da geht es jetzt nicht um die absolute Genauigkeit. Es geht ja nur hinterher um die Konstruktion. Also da haben wir so 17 mm ungefähr den Mittelpunkt. Kommt das hin? Ah, ne, ist sogar mehr. Kann sogar sein, dass es 20 sind, aber ich messe hier 19. Das heißt, wir machen hier eine Linie rein. Und zwar, ich messe ja von dem Punkt hier der Scheibe. Stimmt das? Nee, Quatsch. Ich messe von außen. Ich messe außen. Also wir machen den erstmal blau und der kriegt jetzt hier einen Abstand. Und zwar, der ist minus, und dann sind das die 76,5 durch 2. 76,5 durch 2. Da haben wir minus 38,25 und dann haben wir das Maß hier und das waren 19 mm. So, da liegt die LED und dann auf der Seite der Abstand des Mittelpunktes des Kopfhörersteckers, der ist genauso weit. Das heißt aber halt zu dieser Linie hier, machen wir die ruhig da rein. Die wird auch blau. Kriegt ein Maß von 76,5 durch 2. Und dann haben wir das Maß hier zu dem, und das sind 19 mm. So, dann habe ich die Löcher hier konstruiert, dann können wir die auch reinfräsen lassen. Das heißt, wir wählen die Taschenfunktion aus und dann haben wir das Smartphone hier auch seinen Kopfhörerstecker und den Punkt, wo die LED drin sitzt. So, jetzt kann man noch hier an der Seite die Tasten rein konstruieren. Das wird jetzt zu weit führen, weil meine Konstruktion, was ich vorstellen möchte, die braucht nur diese, weil es gibt nur ein Teil, was hier oben eingeklinkt wird, hier unten eingeklinkt wird, und das möchte ich jetzt konstruieren. Da geht man jetzt in die Seitenansicht. Das heißt, ich tippe auf dem Zahlenfeld die Taste 3 und dann sehe ich das Handy so von der Seite und dann kann ich jetzt hier eine neue Zeichnung generieren. Da mache ich die Origins mal wieder sichtbar, und zwar das ist die YZ-Ebene, auf der ich etwas konstruieren möchte. Das muss wirklich korrekt nur das selektiert sein, und dann können wir eine neue Zeichnung machen und dann haben wir die da drauf. Schließe das gerade, macht die Origins wieder unsichtbar und den können wir jetzt aufmachen. So, jetzt soll was konstruiert werden, was hier so einhakt und was man so von der Seite drauf schieben kann. Das wird erstmal ein Rechteck. So zum Beispiel. So, dieses Rechteck, das wird einmal symmetrisch zu dieser Linie und dann kriegt das hier ein Maß und dann muss man sich überlegen, was für ein Maß nehmen wir da. Bemaßen wir diese Linie hier mit 160 mm. Schauen wir uns das mal an. Reicht das? Ne, das ist ein bisschen knapp. Das machen wir mal 162 mm.
Machen wir 164. So. So, jetzt soll das ja hier so reinhaken. Und man kann jetzt bei dem Smartphone einfach die Glasscheibe höher machen. Dann kann ich nämlich hinterher das Smartphone als ein Bearbeitungswerkzeug nutzen. Das heißt, ich schaue jetzt, wo haben wir die Glasscheibe bei dem Smartphone. Und zwar, die haben wir hier. Da haben wir die noch nicht drauf. Da haben wir die drauf. Und die war ja 1,5 mm. Die mache ich jetzt einfach 5 mm. Und dann ist das natürlich nicht mehr realistisch, aber es soll es auch gar nicht sein. So, dann gehen wir jetzt hier, das war nämlich falsch, ich möchte das nicht in dem Smartphone konstruieren, sondern in einem neuen Körper. Das heißt, ich mache einmal einen neuen Körper und dann schieben wir jetzt den Sketch hier in den neuen Körper rein. Und das macht er nicht. Dann nehmen wir den STRG C, machen davon eine Kopie, so dass nur noch das Grau ist, also hier das XZ-Plane deaktivieren und dann einmal STRG V drücken, dann haben wir den hier und den können wir jetzt in den Körper rein konstruieren und den hier, den können wir einfach löschen. So, jetzt haben wir hier einen neuen Körper und das wird jetzt Alter, nenne ich das einfach mal. Und dann gehen wir wieder hier in diese Ansicht rein. Ich zeichne hier jetzt ein paar Linien rein, und zwar einmal die Linie hier in Blau, bitte. Die kriegt den Abstand von 9 mm. Und dann können wir jetzt hier das machen. Wie viel soll das überstehen oben? Machen wir ruhig 2 mm Überstand. Und dann wird das ja hier unten drunter. Und da muss man jetzt überlegen, was für einen Abstand brauchen wir hier. Ich möchte aber dieses Teil auch abrunden. Das heißt, ich mache erstmal hier die Ecken rund. Und zwar beide gleich, also den und den selektieren, Taste E drücken. Dann kriegen die einen Radius und den machen wir einfach mal 4 mm. Und jetzt können wir das hier so ranfahren. Und jetzt kann man sich überlegen, wie dick soll das denn sein? Nach unten gehend. Und da haben wir 10,5 mm. Das heißt, es ist relativ dünn, aber es wird funktionieren. So, das ist jetzt das Teil, was ich konstruieren möchte. Und das wählen wir jetzt einfach aus und machen da eine Aufpolsterung. Diese Aufpolsterung, die mache ich jetzt symmetrisch. Und zwar, das Teil wird 25 mm breit. So ein Oschi. Und wenn ich jetzt das Smartphone rausnehme, dann sieht man, das funktioniert ja gar nicht. Aber das funktioniert halt doch. Wobei ich von dem Smartphone hier gerade noch mal eine Kopie mache, weil mal gucken, ob das klappt. Ich kann hier das Smartphone selektieren, ohne diese Löcher, und ich versuche mal, ob wir das hinbekommen. Doch, das geht. Ich mache jetzt hier von diesem Teil eine Kopie. Das machen wir, indem wir in den Part-Modus wechseln und dann bei Part Kopie erstellen, Form aufbereiten. Und dann haben wir, das Smartphone kann man jetzt unsichtbar machen hier. Ich wähle das aber gerade mal wieder hier an mit den Löchern. Das machen wir unsichtbar. Und jetzt habe ich hier
so einen Körper und den möchte ich davon abziehen. Wie machen wir das? Wir haben hier den Halter und der soll davon abgezogen werden. Man kann das im Part-Design machen. Ich mache es immer im Part-Modus. Es ist wirklich einfacher. Das heißt, ich mache jetzt hier von diesem Halter auch eine solche Kopie über Part, Kopie erstellen, Form aufbereiten. Ich rate euch dazu, die Funktion wird öfters gebraucht, diese Funktion euch über die Funktionen bei Werkzeugen, über Add-on Manager und Benutzer definiert zu reinzulegen, dass ihr die einfach hier jetzt auswählen könnt. Ich wähle jetzt den Halter hier aus, klicke auf diese Funktion, dann wird der unsichtbar und jetzt habe ich hier einmal den Halter, kann man jetzt hier sehen, der ist komplett und da haben wir das Smartphone. Und Smartphone heißt hier Pet 003. Das kann ich jetzt umbenennen, Taste Smartphone. Das kriegt dann eine 001 dahinter, was den Namen hier ja schon mal gibt. Aber jetzt können wir hier einfach den selektieren und im Part-Modus kann man jetzt hier die Boolschen Operationen wählen. Hier zum Beispiel Schnitt. Das möchte ich aber nicht haben, sondern ich möchte die Differenz haben. Und schon habe ich den Körper hier generiert und dann sieht man hier, der Radius, der ist nicht so der beste. Da kann ich jetzt einfach hier in den Halter reingehen, hier in den Sketch und dann kann ich sagen, okay, die R4, das ist zu klein. Dann machen wir mal die 8 einfach raus. Schauen uns das mal an. Ja, das kann sogar noch größer werden. Und zwar machen wir 9. Schauen wir uns an. Jo, so sieht das doch ganz nett aus. So kann man das drucken. So, jetzt machen wir das Smartphone hier wieder sichtbar. Und da geht es jetzt darum, dieses hier die Löcher zu berücksichtigen beim Druck hinterher. Das heißt, ich möchte hier ja einen Ladestecker reinbringen können und auch den Ton nicht beeinflussen, indem ich Löcher abdecke. Also wir gehen wieder hier auf das Ergebnis und das wird jetzt über STRG D. Dann macht man das einfach hier auf Transparent und das mache ich aber nicht so, jetzt machen wir anders. Das hat jetzt nicht geklappt. Machen wir es nochmal. So, das muss nicht transparent sein, weil ich mache jetzt hier aus diesem Körper ein neues bearbeitbares Part-Design Teil, indem wir in Part-Design wechseln. Und es wird einfach dieser Cut hier definiert und dann klickt man auf neuen Körper und dann hat man einen neuen Körper und der hat dann ein Base-Feature drin und das ist genau dieser Halter. Und hier, da kann man jetzt den ganz einfach über STRG D transparent machen, damit ich hier so reinschauen kann. Und dann muss man hier wieder genau wie vorhin eine Datum Plane konstruieren und hier das Loch reinmachen. So, da muss man dabei beachten, es geht ja nicht nur um diesen Stecker hier, sondern diese Micro-USB-Stecker, die haben ja noch so einen Aufbau rum, dass das Loch groß genug wird. Und hier, da machen wir an Seiten auch noch so kleine Einbuchtungen. Also ich nenne das Teil hier erstmal, das ist der Halter. Der kriegt jetzt halt eine Nummerierung, weil es den Namen ja schon mal gibt. Und dann machen wir hier wieder eine Datum Plane. Und zwar, wir machen die sichtbar. Die Datum Plane, da wählen wir die hier aus. Es darf wirklich nur die selektiert sein. Neue Datum Plane. Und die wird jetzt in der Z-Richtung verschoben. Und zwar, das ist jetzt mehr als dieses Maß, was wir vorhin gehabt haben. Da war das ja die 158 durch 2. Das machen wir jetzt nochmal
Also 158 durch 2. Und wenn man sich das jetzt hier so anschaut, dann sieht man ja, das passt nicht. Also wählen wir die Datum Plane hier aus und dann können wir jetzt hier einfach das so nach außen fahren und dann sieht man hier 82. Okay, da wird es funktionieren. Weil ich habe das 194 gemacht, 82. Okay, das passt. So, dann können wir die Datum Plane unsichtbar machen und da wird eine neue Zeichnung drauf konstruiert. Und jetzt sieht man hier, wo der Stecker hin soll und da kann man jetzt einfach ein Rechteck reinzeichnen. So zum Beispiel. Und ich sage direkt euch von Anfang an, das Ding muss groß genug sein. Das kann man ruhig hier oben hoch, hier unten runterziehen. Das wird symmetrisch zu dieser Linie. Da machen wir aber erstmal die Origins wieder unsichtbar. Der und der zu dieser Linie, Taste S, symmetrisch. So, dann machen wir ein Maß. Das Maß, dann machen wir 12 mm. Das Maß, dann machen wir 9 mm. Ich tippe immer aufs Komma statt auf die Enter-Taste. So, und dann können wir das Ganze hier direkt noch entsprechend runden. Das heißt, da kommt jetzt hier die Rundung ran. Die werden alle gleich. Taste E. Und dann können wir nochmal neu bemaßen hier das Maß. Die 12 mm. Und das Maß. Die 9 mm. So, dann die Symmetrie hat er jetzt geschluckt. Die können wir wieder reinmachen. Das zudem symmetrisch. Den Radius hier bemaßen 1,5 mm, nämlich da. Und jetzt kann man das nur noch so verschieben und dann kann man das so zum Beispiel setzen. Man kann es bemaßen, man muss es aber nicht bemaßen. Wenn euch das jemand erzählt, da ist ein Freiheitsgrad drin, das ist falsch. Nein, das ist nicht falsch. So, das heißt, das möchte ich hier reinfräsen, aber wir haben ja noch hier an der Seite dieses Loch abgedeckt. Das haben wir jetzt vergessen. Da macht man einfach hier 2 Kreise rein. So, die Kreise, die kriegen auch denselben Radius, also Taste E drücken für Equal. So, die werden symmetrisch zu dieser Linie. Und dann kann man die hier so reinfügen. Hatte ich nicht hier noch die Linie definiert? Nee, habe ich nicht. Aber ich mache das jetzt Augusto. Das heißt, das Maß hier, da machen wir 3,5 mm. So, der Abstand hier, der wird 25 mm. Und da möchte ich das haben. So, dann schließen wir das und jetzt machen wir hier einfach eine Fräse rein. Das heißt, einmal diese Funktion wählen und dann beenden wir das erstmal, machen das Smartphone unsichtbar und schauen uns das an. Da sieht man hier einmal, das ist jetzt halt transparent. Das stört jetzt im Moment, also können wir die Transparenz jetzt wieder rausnehmen. Und dann sieht man hier, dass dieses Loch hier nicht weit genug da reingeht. Also können wir dieses Pocket hier selektieren und einfach hier das Maß so weit da reinziehen, dass es komplett da drin liegt. Und
Okay. So, dann haben wir an der Seite das konstruiert. Dann machen wir das Smartphone wieder sichtbar und schauen uns das hier oben an. Muss man da überhaupt was machen? Nö, muss man nicht. Der Kopfhörer passt. Die LED ist sichtbar. Da muss man nichts machen. Aber wir wollen ja das Ding soll ja eine Funktion bekommen, was wir hier konstruieren. Und zwar soll hier so eine Lasche dran, in die man eine Kordel machen kann, dass man sich das Smartphone um den Hals hängen kann. Und die soll hier drauf konstruiert werden. Da überlege ich mir gerade, wie machen wir das? Da machen wir hier, das machen wir auch auf eine Datum Plane. Und zwar, da machen wir hier wieder die sichtbar, und zwar die Datum Plane, das wird diese hier. Da soll das drauf konstruiert werden, also einmal neue Datum Plane machen. Und dann können wir die jetzt verschieben. Geht man hier so her und geht einfach hier auf in Z-Richtung, guckt in welche Richtung, in die positive Richtung. Und zwar da soll das hin. Können wir ruhig noch, ne, machen wir es ruhig dahin, komm, was soll's. So, die Datum Plane haben wir da. Unsichtbar machen, neue Zeichnung. Und jetzt wird hier ein Rechteck drauf konstruiert. So, das ist gut. Dieses Rechteck, das wird, dann mache ich erst aber einmal die Origins wieder unsichtbar. So, und dann gehen wir wieder in diese Zeichnung rein. Das wird, wählen wir einmal diese Funktion hier aus. Das wird einmal symmetrisch. Eins, 2, 3 und S. Macht er das nicht? Ne. 1, 2, 3 und S. Jetzt hat er es gemacht. So, dann kriegt das eine Breite. Und zwar die Breite sind die 25 mm. Und dann haben wir noch das Maß hier. Das kann man jetzt hierzu einfach bemaßen. Und dann nehmen wir die 82. Das wird schon ungefähr passen. Jo, das ist genau richtig. So, dann machen wir das hier noch. Da machen wir Abrundungen dran. Die werden beide gleich. Die bemaßen wir mit 5 mm. Und dann kriegt das Teil eine Höhe von 15 mm. So, und dann kommt da noch ein Loch rein. Da machen wir so eine Not hier rein. So zum Beispiel. Die hat er direkt automatisch dann waagerecht gemacht, weil ich das so konstruiert habe. Das heißt, die beiden Punkte, die werden symmetrisch dazu. Und dann können wir die jetzt nach außen ziehen. Dann gibt das hier einen Radius von 3 mm. Ja, den machen wir größer. 5 mm. Ah, das ist zu viel. 4. Und dann brauchen wir jetzt nur noch das Maß hier. 12 mm. Und dann machen wir hier noch einen Abstand rein von
3,5 mm und dann haben wir die Lasche fertig. So, die soll jetzt einfach da angebracht werden. Das heißt, es gibt eine Aufpolsterung. Natürlich nicht 10, sondern die wird 2 mm, sage ich jetzt einfach mal. Jo, wir können ja auch bis oben durchgehen lassen. Das heißt, da kann man jetzt hier einfach das wählen und kann hier diese Länge nehmen und kann die auf 3 erhöhen. Und dann sieht man, ja, so läuft das genau bis vorne hin. So, dann machen wir das Smartphone wieder unsichtbar. Und jetzt kann man sich an die Feinheiten begeben. Und zwar die Abrundung. Punkt 1 ist, das soll ja nicht schneiden in der Hand. Also runden wir erst einmal diese Kanten hier. Auf der Seite genauso. Die werden mit der Steuerung-Taste selektiert. Da muss man wirklich aufpassen. Und das kann ich im Prinzip hier auch machen. Aber ich mache es erstmal auf der Seite. So, das ist jetzt 1 mm. Gucken, 2 mm macht er nicht. 1,5 mm. Macht er das vielleicht? Wahrscheinlich schon. Nee. 1,2 mm. Jo, dann ist das schön rund. Das machen wir jetzt hier auch noch. Da auch 1,2 mm. Dann machen wir das hier auf der Seite, da muss man es gar nicht machen. Aber da kann man jetzt so ein bisschen zaubern, in Anführungszeichen. Also ich kann jetzt einfach das hier selektieren. Mal gucken, kann ich da runden? 0,5 zum Beispiel. Nee, das geht nicht. Kann ich das hier runden? Da hätte ich erst rausgehen müssen. Das ist mal schade, der verliert immer hier die Verbindung, beziehungsweise löscht immer die selektierten Linien raus, wenn ich noch in so einer Funktion drin bin. Das passiert mir häufiger, wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Muss man halt nochmal selektieren. So, da haben wir 1 mm, das lasse ich auch so. Mal gucken, ob wir jetzt den da noch zumachen können. Also jetzt erst einmal OK drücken, dann den selektieren, eine Rundung. Jo, das sieht doch wirklich zauberhaft aus. Und war schön. So, dann können wir den hier runden. Auch 1 mm. Jo, das sieht doch fein aus. Das da lassen wir schön, beziehungsweise den machen wir schon ein klein wenig, aber ganz wenig. .2. So, weil der soll ja da auf dem Glas aufliegen. Es geht nur darum, dass nicht so scharfe Kanten da sind. Und jetzt können wir noch hierher gehen. Die und die auf der Gegenseite genauso. Gucken, ob das klappt. 0,1 mm. Jo, das sieht ganz gut aus. Da genauso. Jetzt machen wir noch die hier. Und zwar genau bis da. Ich mache das jetzt erstmal für die eine Seite. Gucken wir uns die mal an. Hat er da was gemacht? Nee, hat er nicht. Das heißt, da machen wir jetzt hier 0,5 mm. Das geht nicht. 0,2 mm geht auch nicht. 0,1 mm geht. Also haben wir hier so eine ganz feine
Verrundung und die machen wir hier auf der Seite genauso. Hier rüber den und den und dann hier auch 0,2 mm was. Ne? Hier 0,1 was sogar nur. 0,1. So. Dann haben wir das auch verrundet. Gucken wir uns den mal hier an. Okay, jetzt kann man hier noch dieses Loch verrunden. Früher wäre es undenkbar gewesen, sowas zu verrunden. Ich denke, das klappt hier. Und siehe, Wunder, Wunder mit 1 mm. Wunderbar. Und dann machen wir das hier auch noch, eine Verrundung. Die wird jetzt natürlich nicht mit 1 mm mehr klappen. Und die lassen wir ja auch nur bis dahin laufen. Der kommt weg bis dahin und auf der Seite genauso auch noch da rein. Machen wir eine... Oh, ich habe schon wieder... Okay, passiert. Nochmal selektieren. Du bitte. Du. Und dann haben wir noch die beiden hier. Und einmal verrunden. Und das geht sogar mit 1 mm. Dann haben wir das da auch schön rund. So, dann machen wir die Löcher hier noch fein. Gucken, ob das so klappt. Da wieder genau dasselbe. Punkt 2. Nee. 0.1, das funktioniert. Haben wir da auch ein bisschen eine Abrundung. Okay, dann machen wir das hier auf der Seite auch noch. 1, 2, 3, 4. Auch eine Abrundung von 0.1. Naja, das doch hat geklappt. Gut. Okay. Da können wir noch mal eine Abrundung drauf machen. Da drüben haben wir mehr gemacht. 1 mm geht nicht. 5 mm. Jo, das geht. So, dann haben wir jetzt hier das Teil. Das kann man jetzt einfach hier auf der Kante liegend drucken, so senkrecht stehend. Und dann wird das auch relativ stabil und dann kann man das aufs Smartphone schieben und kann das Smartphone dann mit einem Karabinerhaken oder etwas Ähnlichem hier verbinden und sich um den Hals hängen, wenn man zum Beispiel Musik hören will. Okay, so, damit sind wir fertig. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.